Von der aus morgens mag ich in Thuis fallen, waar we expecten God wat ons zegenen, wens hij wel. En Happy Mother's Day to all jullie mamas. Ik hoop dat het een bijzondere dag voor jullie. Er andere reed veel zin nog van een klein beetje van Thomas Edison. Van, weet niet wat hij alles deed, maar am jaar nog klein wat er toe zijn van hem. Als hij een kleine jong werd en als hij in de school gaat, een dag kwam hij met een brief van de school naar huis. En dan zegt de leraar, hij zal dus zijn mama dat geven, dat kan hij laten lezen. So hij brengt den brief naar huis en dan, als zijn mama in de haven aanvangt te lezen met tranen in de ogen, dan vraagt de jongen, wat zegt hij te boven? Dan zegt de mama, dat zegt je boven, du best. Dan zei hij, dat kloeke jong, dat schrift door, die school heeft niet leren, stem die leren, du best te weekledig, ze zal hem wiedersehen. Luthers, hij schreef, dat zijn mama gestorben is, en hij de zaken durchgeht, dan fängt hij den brief. Dan zegt hij te boven. De jongen met den is wat aardig, der ist nicht hier boven, ons is wat veel, die kan hem niet helpen in de school. En hij weer een van de onskliekste mensen, wat de ons meeste geïnvented heeft. Hij is daar wat de lichtbalben abgebracht heeft. Wat wil je doen, wenn zijn mama am dat voor veel lezen, am du veel houden, wat de leraar gezegd had in de school. So ik hoop dat wat jullie als mama's encouraging, dat die kan een groot onderscheid maken in de Kenia en die gaan een van de wichtigste arbeiden wat hier in deze zon daar is. Ik wil weer de nächste Leute, waar we opverheben, waar we nog beten. Dankzij Jezus voor die grote Leute. Die was wundervoll. Ik dank die Herr, dat we daar in Jezus dit opkomen. En help ons dat niet als Gewahrheit te doen, aber als eine neue Gelegenheit war vom Frischen, die zu segnen, die anzubeten, in Gemeinschaft sein mit die, in Gemeinschaft haben miteinander, und wirklich uns erbühen lassen. Durch dein Wort, und durch deinen Geist, und ich freue mich, du zu segnen, was Menschen geben tun. Und ich freue mich, Jesus, dass du warst mit deinen Gehen, wird am besonderen Weise die Gehen sind, von der durch diesen Vermehrach in Jesus hinein. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing in the middle of the storm. Sing louder, you're gonna hear my praises
Sing a little louder. Sing a little louder. Sing a little louder. Let's sing a little louder. Sing a little louder. In the presence of my enemy. Sing a little louder. Louder than the unbelief. Sing a little louder. My weapon is a melody. Let's sing a little louder. Heaven comes to fight for me. Hey! Sing a little louder. In the presence of my enemy. Sing a little louder. Louder than the unbelief. Sing a little louder. My weapon is a melody. Let's sing a little louder. Heaven comes to fight for me. Sing a little louder. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. From the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Oh, I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is Da har vi foran en fin, godt lovende præsen. Og ikke hans luten du riten på nå. En romper poder, el pecado
es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno es, gracias sublime. Perfecto es tu amor. Cargaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the
wil je nu vrouw stellen. Ik wil je wel nog maar laten zingen, wie kan ook. Aber mir ankert hier ein bisschen interrupten, wegen ich glaube, it's a moment, wo wir dann missen wir den Point von Singen, was Gott will in dem Moment. Und wenn wir denken an seine Güte, der rannt uns heran, seine Liebe, der ist hinter uns, der jagt uns nur, der will wiesen, was Gott ist zu uns. Und mir ankert in diese Frau zu stellen, was willst du gleichen, was Gott wird für dich tun von dir? Was willst du gleichen? Was kommt für dich in Gedanken? Das brauchen wir nicht, tun wir es kommen sein, was es ist. Vielleicht hast du zu persönlich. Ich glaube, dass was immer du an den Gedanken hast, was du willst gleichen, was der Herr dir will geben, dass er es willens, dort zu geben zu dir. Wenn er dort drei Hellen hat, dann hat er dort für eine gute Ursache. Vielleicht werden wir noch nicht reut sein für dort. Aber er ist mehr als willens zu geben. Er ist mehr als willens, dort durchzuhauen für uns. Seine Life ist gut. Und er ist immer treu. Er ist immer treu. Wenn ich an den Satz denke, er ist immer treu, dann meldet mein Hart an Life zu ihm. Und er ist treu zu mir. Er ist treu zu allen Menschen. Deswegen singen wir ihm. Leider, dat wir irgendwie am Ehe bringen. Dat wir am anerkennen. Ich sage, es ist gut. Es ist gut. Ich will gleich vielleicht noch ein Vers, einen Kurs, was immer noch einmal mit singen. Wenn wir denken, und wenn wir receiven, wenn wir dort empfangen, was der Herr hat für uns, von dir. Wenn wir dort empfangen. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Running
sehr warmen Applaus für ihn. Ich wünsche mir, dass Gott mir bloß guten Trüd hat hier. Begeistert zu sein. Dat je hem zo erop aan dat we nu lopen en weg begeisterd zijn. En op eindstand hebben we met verschillende dingen draag. En kämpfen, wo wir weg dürfen nicht so mit kämpfen, wenn wir begeistert werden. Von Gott sein Yes. Der nächste Lied, was wir uns singen heute, Hoffnung lebt. Ostern ist jetzt vorbei. Als Jesus begrüßt wird in den Tidig Mars, wo der Erdbeben werden der Engel raufkommen. Was ein großer Stückchen Mann gebracht hat, um den Stein zu verrollen, den rollt ein Engel da weg. Und dann sagt er dabei. All diese Toten durch haben, was du das Sachen merken, der du dich beikommen würden anbringen, das sage ich, sie werden so tot. Aber sie werden nicht tot, dann glaube ich, sie sagen, und danach kriegt was angehen, wenn sie gegen Leute vertalen, was passiert wird. Und dann kommt Jesus zurück. Hier denkt die Leute, sagt der Luther, ich komme zurück in der Graf aus dem brennenden Leben. Die Bibel sagt, Jesus ist der Leben von Judah. Und dann sagt er am anderen Stelle, der Feind, der brennt aus dem Leben. Wo dann brennt ein Leben? Das ist ein von den kraftvollsten Tieren im Welt. Und wenn er sprellt und die Tieren lassen, hier rieche ich. Die Feind brennt auch fertig und weil er zu merken, dass hier auf eine Stellung ein und er hilft nicht. Als Jesus da uit der Kraft kommt, dann merkt er das klar. Er hat der letzte Wort zu sein. Nicht der Feind. Hoffnung lebt. Kreien don't. Aber die von der Fall, Hoffnung lebt. Wo groot die Spulung, die ons getrannt hält, wo hoch die Beuch, die du für mich lag, en durch Vertwieblung kijkt ik nom Himmel, en roept die Mond, en die Ströme. Dan scheinst du leiflich, durch das Dunkle, brüchst durch den Schatten von meiner Zeit. Dort ist nie vorig, zu mir gekommen, Jesus Christ, meine Hoffnung. Gott sich verstellt, nur so erstaunt, wo Gott versteht so eine große Weih. Doch ja Gott euch, so groß vom Himmel, durch meine Sinn und meine Schuld. Engem
ein bisschen Geduld sagen. Von der aus, über die ganze Welt wird Mutterstag gefeiert. Und es war schon Ansland, all Freitag wird Mutterstag gefeiert, aber wir zelebrieren von der wahren Mutterstag nicht, wenn wir sind so dicht wie wir aus Estados Unidos. Und sie dann von der Mutterstag feiern, so wir zelebrieren bis zum Werken Mutterstag. Amen. Und ich will gleich von der aus Mars gleich, dass alle Mamas werden abstehen. Wenn je dort werden down. Je braucht nicht in die Ferien kommen, je braucht bis abstehen, so das ist auch viel leichter. Und so. Und je denkt an seine Mom, dann denkt ihr an seine Kinder. Amen. Wenn es anders dann, wo wir reden von der Früh. Und von der denken wir an seine Moms. Und wenn ihr denkt an vielleicht voll gefährdet und sagt, ihr habt es vielleicht nicht reich getan, ich kann es nicht reich einmal alle treffen und so. Aber ich will von der zu jüngst sein, und wenn ihr das nicht einmal alle reich treffen, aber das denkt erst, wenn ihr proben dann, den ihr reich zu merken. Dort ist, was ihr teilen das. Und dort, was ihr sehen dann an jene Kinder, dort merkt ihr, dass sie wachsen kann. Und all das, was ihr tun als Mamas, das nicht, das hochheben an ihr Leben. Vielleicht dann ran ihr vielleicht durch. Weil ich will ihn encouragen, hilft ihn selbst ab. Nicht nur bloß das andere ihn ehren, aber hilft ihn ab, nicht groß tun, aber hilft ihn ab, was ihr kann tun und was ihr sehen. Wenn der Herr hat ihn wundervoll gemerkt, kriegt an dem Level, wo ihr bei sind. Und wenn ihr an dort denken, dann soll ihr immer weiter bloß ihn hochheben, so viel als ihr könnt tun. Wenn ihr dann so viel schaffen, wir viel mehr als die Männer, dann viel Dollar werden, besonders wenn die Kinder clean sind, dann die danach viel die Ditten dort in Jahren, die besorgen, wenn die Schrater wollen, dann beten die für die vielleicht noch Dollar. Und deswegen wird einer viel hier von den Mamas, dann, wenn die Kinder geschrater werden, fangen nach einmal Dollar bis an zu beten, wenn sie sein einmal die Grater, dann nicht für die Kinder wird ihnen fehlen, die beten für die. So ich will ihnen Segen geben, bis von der Samaris, und zu denken, dass jeder einen guten denkt als eine Mom. So, nur bis Frauen ist geandrückt werden, bis alle zu beten, wir beten für die Mom. So, himmlischer Vater, ich danke dir für jeder Mom, was hier bei ist. Ich danke dir, dass du ihren hast, die Kraft gegeben, vorwärts zu gehen. Ich danke dir, dass du die Kraft hast gegeben, zum Anholen zu bleiben. Und himmlischer Vater, ich bete von dir, dass sie würden immer weiter Kraft holen, Mut holen, dass sie würden wieder einen guten Einfluss sein, dass sie wieder würden betende Mamas sein, dass sie wieder würden lehrende Mamas sein, dass sie keiner würden abgeben, dass sie würden standhaft holen, wenn du dich, dass sie betende Mamas sein, du dich kommen, starke Dachten und starke Sehen zu rüten. So, wir danken dir dafür. Und wir beten, bis du dir ein Segnen von dir. Und im Namen Jesus Christus, musst du dir Gesundheit geben, musst du dir Frieden geben, Kraft geben, Freiheit, ihren Glauben zu leben. Und im Namen Jesus Christus. Amen. Amen. Ich kann Ihnen toll sagen, sie haben noch ein Video, was sie wollen gleich gehen zu wiesen, so reibt zu dort. You guys sure you got this? Yeah. The twins are plugged in, baby's asleep. How hard can this get? We're men. Besides, I bumped into Chuck Norris at a Pizza Hut once. I think his power's rubbed off on me. Get out of here. Go on, enjoy your mommy getaway weekend. Oh, this weekend was a bad idea. Remember what happened last time we watched the kids? I'm not a pinata! Yeah, we're gonna need help.
Warning, use of this product may alter your perception of reality. All right, everything looks the same. This is a joke. Guys, it's like the Sahara in this cup. Can somebody hit me with some juice? And listen, pulp, no pulp, doesn't make a difference to me. You're the ones dealing with the diaper. Mom goggles. It's beautiful. Okay, sweetie, I need you to sit on your bottom. Listen to Daddy and sit on your bottom, okay? Daddy's gonna come get you. Dude, don't move. Don't dance. Just sit on your bottom. Okay? Daddy's gonna come get you. Whoa, 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 whoa! Don't you try to stop me. Baby made a poopy, yes you did. Where are your mom goggles? They wouldn't fit over my hazmat suit. Take this. Oh, you're so cute, bitch. And then the little boy rocked his mommy. Oh, I love you. Forever. I like you too. I don't know how they do it. Oh, well, you take it and you fold it from corner to corner. No, I'm asking the question, how do moms do all of this? How do they handle it all? Well, maybe they have goggles we don't know about. It's as if God gave moms a special way of looking at things, you know? Okay, who taught you servanthood? Who modeled grace? Who gave you a taste of what God's love could look like? My mom, Mr. T, and my mom. Anyway, I just think God gave moms a special way of looking at things. Hey, honey. Hey, how's it going at home? It's all good. Guess you could say I'm starting to catch a glimpse of what your world looks like. Oh, really? Yeah. Mama. Hold on, your daughter wants to say something to you. I did Mama. She says she misses you. And she realizes how important you are in her life. And she doesn't know how you do it. And she knows that she can't make it without you. She said all that, huh? I don't know if she said it. But it's what I wanted to say. And I should have said it a lot sooner. I thank God for you. The twins. It was nothing. We have to go, okay? Love you, Mommy. This place is like a pigsty. En så fehlt ihm dat einer seine goggles hat, ne? Yeah. Moms are doing a good job. They done good Arbeit. Ich sage ihnen zum Kirchen, da würde ich da kann ich noch über das abwaschen, das soll eine andere Sache. So, das wird auch Schlag ja, das dann die Fries, die dann immer weiter waschen, das alle Arten fixen, das alle, so. Sehr gut. Wollen wir an von dir in neuen Series anzufangen, und es gleich einfach, was uns fehlen wird in unser Leben,
wenn wir denken dann an, wo wir vielleicht sind und so dort, was wollen wir in unserem Leben tun? Und wenn wir denken an Mamas Tag, dann denken wir an, wo die kleine Kinder abbringen, dann, zum dort erwachsen kann. Und so von der haben wir eine Series, wo ich will anfangen, als Waschen. Den wir nahen Waschen. Und wenn wir denken dann an Waschen, dann denken wir an, wenn wir an die Formerie denken, dann denken wir an, wo ich habe waschen, dann dürfen wir den Stab reinmachen. Nicht so? Dann dürfen wir die reinmachen, damit der Reich Weg ist, not ist, und dass die genug Nutrition hat, genug Fertilizer hat, und all diese Dinge, dass die was genug haben, dann wenn ich eine Sud sein, dass die was kann gut tun. So, wenn wir denken, wir wollen waschen, wir wollen, ob die Formerie soll waschen, dann denken wir an, wir wollen das Fan reinmachen, und weil wir eine rechte Sud sein, der wird gut sein, und der Sud, der wird eine gute, der wird abgehen, der wird stark sein, und der wird viel Frucht bringen. Das ist, was wir an denken, und wir wollen die proben, die ganze Zeit, was du hast, wollen wir die proben, das Rechte zu geben, das ist geplant. Damit der wird kann waschen, dass der wird kann so sein, so aus der unerbastet, nicht aus vielleicht Hof, aber wir proben genug Wutter zu geben und Flaschen an, wir geben genug, wir passen ab, dass du nicht alles vorbeikommst, nicht, dass du nicht, dass dort nicht durchfreten, dann wir passen ab, dass du nicht der Krüt, das Überhand nimmst, dass der Geschmack rein ist und dass du kannst waschen. Das ist, was wir tun, wenn wir denken an eine Formerie. Und Jesus braucht einmal viel seine Beispiele von wo die Menschen band sind. Und ich weiß, die sind vielleicht auch der Haus, vielleicht Firma band, und die anderen sind vielleicht auch Geschäftsmänner. Aber was immer wir tun, wir proben uns Beste zu tun, um dort zu waschen. Wenn wir ein Geschäft tun, auch die Mamas, was immer sie tun, sie proben ihr Beste, um dort die Kinder kann waschen und dort alles kann recht gedienen. Und ich dachte, als ich ein kleiner Jung wird, dann meine Eltern, die werden vertieft an Gottes sein. Sie werden, seit ein kleiner Junge wird, dann kann ich mit nach Ontario fahren. Und dann tun sie dann meine Eltern Tomatoes planten und Bell Peppers war zu viel geplant. Das ist was meine Eltern das meiste tun. Die haben nicht viele dort Gurken planten. Aber meine Eltern werden da an die Tomatoes angekommen. Und so das ist, was sie tun. So, als wir dann zurückkamen in Mexiko, dann dachten wir an Tomatoes. Wir dachten an all was an der Garten was waschen, und wir waren an den Garten anplanten, und wir waren dort verkaufen. Und ich als ein kleiner 7-, 8-jähriger Junge, so ich dachte, ich würde mir einen Garten anplanten. Ich konnte mich, glaube ich, ein paar von meiner Mama, ihre Städte, hatte ich mich holen, in ihr reinhieß. Meine Mama hat zu der Zeit Planten verkaufen, so ich konnte ein paar von den Planten haben. Ich sah mir die, ich wasser die, und die waschen, und das geht nicht lang, dann haben die bald ihre Tomatoes an, und ich plackte, und dann geht nicht lang, dann kommen wir am Hafen ab, und dann verkauft die, und dann habe ich Geld. Das ist, was wir ein bisschen tun in unserem Leben, nicht? Orlando redet sind auch von einem Leben. Und so, an das eine Leben, du brauchst wir zu waschen, oder wie sollen wir? Und einmal als Menschen, dann sind wir, glaube ich, bei 18 gekommen, dann glaube ich, wir brauchen nicht mehr waschen. Bitte fällt sich das einmal in unsere Kultur. Oder vielleicht bei 16, wenn wir einmal sagen, haben wir durchgehört, dann brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen nicht mehr lesen, wir brauchen nicht mehr studieren, oder wir brauchen nicht mehr all diese Dinge. Nie sind wir groß geworden. Wenn wir glauben, wir sind groß geworden, dann brauchen wir auch nicht mehr waschen. Aber dann haben wir noch gleich die Frucht gedreht. Wir waschen, dann glaube ich, wir sind nicht selber abgewaschen, nicht selber klug. Aber wir haben noch gleich die Frucht gedreht. Und das ist wichtig, dass wir waschen, und dass wir Frucht bringen. Dann. Und das will wir irgendwie sehen, dann. Das will wir irgendwie das tun, wir wollen eine Frucht ernten. Wir wollen was ernten. Und so, das ist wichtig, dass wir daran denken, dass wir wollen waschen. Und all unsere Dinge. Und du hast aber auch das Geheimnis hängt all dort, wenn wir denken an Waschen. Wir wissen, dass bloß die Klugheit von Mensch dort allein halt noch nicht genug, dass wir keine wirkliche Weisheit haben, was die Welt verändern. Das braucht eine Weisheit, die von Gott kommt, die Welt zu verändern. Und, aber es ist wichtig, dass wir Reut machen zum Waschen, dass wir die rechte Sud haben, und wenn wir denken dann an all das kostet uns was, nicht so?
aus jene Familie anfangen, der kostet wird. Als die früh pregnant wird, kostet wird, dann fangst du an, einen Doktor zu fahren, dann fangst du an, Ultrasounds zu nehmen, dann fangst du an, anzukippen, dann fangst du an, der Bad anzukippen, dann fangst du an, Kleider anzukippen, dann musst du das gekaufen, Jan gekaufen, so eine Buddeln, so eine Leute, das sind die Basten, so eine Torschen, und all das dort, das fehlt uns nicht so. Das fehlt dass die Familie wird wissen, die würden nicht bald eine Welt zu sein, nicht? Dass die würde das Kind bald geboren, und aus das geboren, die meeste wenigstens vor einem Hospital, einem Midwife, was immer, und das kostet, was die dort betonen, und das kostet die Anstrengung, dass die das Kind haben, und die Kinder haben. Das kostet was. Und so, wir sollen immer weiter denken, wenn wir wissen wollen in unser Leben, das wird uns was kosten. Das wird die was kosten. Das wird die Anstrengung kosten, das kann die Geld kosten, das kann die verschiedensten Dinge, kann die even fremd kosten. Verschiedenste Dinge kann die da kosten, wenn die was wissen im Leben. So, dass du unterdenken, dass wir wissen da, und dass wir Frucht bringen, und so weiter. Und mir ist das interessant, weil Jesus sagt zu seinen Jüngern, will sie sollen merken, dass die Gemeinde wird wissen. Wo wollen sie wissen? Er jaft ihnen zu sein, so jaft ihnen ein Rezept. Wo sie sollen die Dinge tun, und dann wollen sie wissen können. Und dort, wo ich will mich ein bisschen vertiefen, über die nächste Sendung mit jedem Taub, wo kann wir wissen? Wo kann wir das tun? Und meine Botschaft von der will ich nennen, Apostel Elia. Sie, der Apostel Elia, was sie geben, merkt das am Wissen. Da hatten sie von Jesus gekriegt, und sie brachten den Ried, und da brachte das am Wissen. Der Apostel Elia. Und ich war von der vielleicht nicht ganz stark kommen, dann so wieder, und dann werden wir wieder gucken, wo wir können wissen. Aber wenn wir denken, dann, der Apostel Elia, dann merkt das am Wissen. Wenn wir gucken, dann, an Apostelgeschichte 2, Vers 38, hier ist es, wo Petrus anfängt, das erste Mal zu predigen, zu den Menschen, da ist der Heilige Geist ausgegangen, und sie sind neugierig, was geht hier so an, was ist hier von Gelied in unserer Stadt. Sie wollen an, da geht was an. Hier sagt er, in diesem einen Vers sagt Petrus, das steht, geht an, und lut ihn alle, geht an und lut ihn alle an Jesus Christus in Namen deupen und ihn die Sinnen vergeben worden. Dann wird Gott ihn den Heiligen Geist schenken. So hier sagt er erstlich Wort. Er sagt, geht an, lut ihn deupen, dann wird ihr den Heiligen Geist geben. So das ist, was die Gemeinde aufhängt zu wissen. Wenn wir denken dann, wenn du Jesus annimmst, dann warst du Import von Jesus in die Gemeinde. Und dort ist, wo kann sie kommen? Wir wollten, dass sie fangen an zu predigen, wo wir in Predigten sei. Sie predigen Jesus den Gekreuzigten. Der ist gestorben, der ist abgestanden, und dort, wo wir nicht keine Vergebung haben, du wir kein Leben haben, und dann wollen wir den Heiligen Geist kriegen und all diese Dinge. Und was braucht das dann? Und zu denken, dass das wissen da. Sie müssen anders denken. Sie werden all diese Schriftgelehrten, Pharisäer und die Menschen, die kommen taub und sie hören diese Botschaft. Und als sie die hören dann, das sage ich, dann gehen sie dort durch, das hört. Dann fragen sie, was soll wir tun? Und dann sagt Petrus, geht an. Geht an. Wenn wir denken, und geht an meint anders denken. Sie müssen anfangen, anders zu denken, als was sie gedacht haben. Dass Jesus, da wird der schlechte Mensch gewesen, da wird der schlechte Prophet gewesen, der brachte schlechte Lehre. Sie müssen anders denken, dass sie würden sein, das wird eine gute Lehre, was Jesus hat getan. Das wird was Gutes, was er hat gebracht. Sie müssen anfangen, anders zu denken. Ans Denken ist ans Trübel, am dass wir nicht wissen dann. Und ich sagte Gott, warum soll ich immer weiter, soll ich von der reden? Warum soll ich immer weiter, von ans Denken und all diese Dinge reden? Die Menschen wollen all sein, dass ich immer hier, das hier, ich war, und das habe ich letztes Mal hier. Letztes rede ich von da. Oh ja, ich denke mir, sehr gut. Und dann habe ich fertig, als wir dort ans dort am Gedanken, dann kommt ein Schlitt wirklich oft, dann hört wir auch nicht mehr, was der Prediger sein wird. So ist dort erst ans Verstand fertig, georganisiert. Und wir denken so, oh, das hat gehört, dann sagen wir vor dich, ein Schlitt wirklich tau, nicht? Da wird der Pirk tau, vor dich. Aber ich wollte Ihnen sagen, wenn wir ankehren, dann, wenn wir uns
wir wollten erstlich heute reden von den Sinnen, wir sollen wegdrehen von den Sinnen und dann wollen wir Jesus nur folgen. Aber wenn wir denken, wir drehen weg von uns Leben, was wir gehört haben, und wir kehren an, und wir kicken nun, wir leben nun, wir wollen so leben, so ist Jesus, das er im Plan hat für uns, und wir wollen vorwärts gehen an so einer Weg. Damit wir erstlich, ja, wir machen erstlich sein Unterschied denken, wir machen von unseren Sinnen ankehren, wir machen denken an, dass wir, vielleicht haben wir nicht so leicht rechten. Sie, die Menschen, sie hatten Jesus gerecht. Dort hat, wie sagen wir, das gehört dazu haben, nicht, wenn es nicht so wie gerat. Sie, alles, für Gott hat für alles im Plan. Aber, was ich will sagen, ist, so leicht, wie kriegt so rechten, so aus der Schriftgelehrte im Pharisäer. Wir machen anfangen anders zu denken. Ankehren von uns denken, so als wir gedacht haben. Ankehren von unseren nächsten Rechten. Nicht stehen mich. Was ich hier in unserer Kolonie. Geplüder von Dissen und von Jahren. Jeden wird wir gleich so und Jana, dem wird so sagen. Wo ist der Leib, frage ich mich einmal. Wenn ich ein klein bisschen mag, ich sage, wenig mag Menschen mag. Aber dort wird, was ich sehe, manche Menschen hier in unserer Umgebung, ich hier so viel negativ, dessen, wo wir so sagen, Jahren, wo wir so gleichen, und dort und dort und Jahren. Ich will Ihnen sagen, dort ist Zeit, dort wir anders denken. Dort wir denken mit Life, mit Gnade und Barmherzigkeit, und es steht mit einem Judgmental Spirit, mit einem Yes, was den Nächsten will dran, und die will rechten in der Stadt. Dort ist wichtig, dass wir mal umkehren mit uns denken, dort wir mal sein, dass wir so denken, dann so aus Jesus denken. Leben sie Jesus, denken sie Jesus. Von dieser Früh, von was du beim Barnkamp in der Haft ist, 5 Männer gehört. Wir sagen, da ist eine Hürde gewesen, das gewesen, Jan gewesen. Aber das Schrift kommt mal, dass das gewesen ist. Aber wir predigen dort. Und wir glauben dort. Ich glaube, das ist äare. Das sagt, das habt ihr alle gehört. Wir können uns viele Dinge deutlich machen. Das ist, was wir viel mal tun, nicht? Und mal ans Denken ankehren, von einmal alle Seiten deutlich mehr. Wer will lieber der Wahrheit sehen, und es steht deutlich mehr. Dort wird die halten zum Wissen. Dort wird halten zum den Nächsten, dort der kommt Wissen. Dort die den kannst Leib wiesen, Genug wiesen. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir daran denken, dass wir wollen lieber leben. Und gnädig sein, und es steht rechten. Da wir wollen lieber mal abhören mit Plüdern und lieber wissen. Sie viele Menschen, die vorher nicht so die spazieren, aber die sind nicht so viel alle wegen aus Einzelmenschen sein, wegen Einzelmenschen, die fingen alle Sachen zu verteilen, die haben immer zu verteilen. Nicht? Ich kann mich erinnern, wenn einer einmal erst wo tot gewesen, wo einer erst für den Pott von gewesen, und so wieder. Oh, wir können immer vertrauen. Wir können bei Glock 12 danach und Glock 12, wir können vertrauen. Im Vierten wird wir geplüdert danach Eva, so zu sein. Oder den Abend Eva. Aber das sind auch andere Tiden. Das sind auch Tiden, wo wir können vertrauen, von wer Gott ist und wer Gott ist. Sie merken, wir haben keine Gemeinschaft mit Gott, damit wir können vertrauen, wer Gott ist. Wir leben nicht an einem Wunder, in einer Erstaunung, wer Gott ist. Wir haben nicht Gemeinschaft mit ihm. Und so deswegen soll wir nicht die Kraft von Gott. Deswegen soll wir nicht die Kraft, was Gott hat. Dort deswegen wir viel mal stehen an der Kirche und wir loben Gott nicht mehr. Wegen wir haben nicht gekonzentriert und wir können wachsen im Leben. Aber lieber am Dul zu brechen. Lieber Dul zu brechen. Aber wir sollen lieber wachsen. Sie, wir brauchen alle Genug. Wir brauchen alle Genug. In Römer Kapitel 3, Vers 23, hier sagt es das. Du hast kein Unterschied. Alle Mann hat gesinnig und kommt durch ab zu Kart. Was bei Gott sein soll. Wir können ein bisschen pausen. Ein bisschen andenken. Was sagt er hier? Was sagt er? Alle Mann hat gesinnig und kommt durch ab zu Kart. Sie war erst das einzige Mal, wenn wir uns bekehrt haben, dann glaube ich nie. Sind ich so fan? Der andere ist der Schlag. Was sagt er? Alle Mann hat gesündigt.
Allemal. Ich habe gesinnig. Du hast gesinnig. Warum will ich mir so viel Hacker heben? Warum will ich sein, da? Warum will ich wiesen, Jana? Warum? Übrigens, ich kann nicht wirklich der Leib zum den Trai. Das ist warum. Wenn ich es dort tue, dann das ist warum. Das ist warum. Allemal habe ich gesinnig, du dann kommt der Kart. Aber hey, wie Gott sein soll. Wie kommen alle Kart, was wir wie Gott sollen sein? Dann geht wieder, sag, schenkt Gott an der Reichforderung, Genut. Was sagt er? Er schenkt den Menschen der Reichforderung, was? Genut. Das ist alle, dass wir das Genut gekriegt haben. Wo wir sind von dir, wenn wir ein Kind Gottes sind, das ist dann Genut. Wo immer wir leben, das ist Genut, dass wir du sind. Durch die Radung, der in Christus Jesus ist. Sieh, wo ist dort? Durch die Radung von Jesus Christus hat er uns genug gegeben. Hat uns genug gegeben. Wir sind hier, wegen wir haben genug. Wir leben hier, wegen wir haben genug. Erfahren von Jesus. Wir haben alle gesendet. Wir brauchen alle genug. Von dir brauche ich genug. Und ich habe ein Kind Gottes sein. Ich brauche genug. 24. Vers. Den hat Gott recht gewählt aus einem Gnadenstall, wo durch Christus sein Blut Vergebung für unsere Sünden zu haben ist. Wenn wir an Christus glauben, wenn wir an Christus glauben, dann haben wir diese Vergebung. Gott seine Gerechtigkeit soll dadurch Verdacht kommen, dass er die Sünden vergeben hat, sagt er, die unter seine Geduld geblieben ist. Sie unter Jesus seine Geduld ist das geblieben. Die Gerechtigkeit habe du dadurch mal gekriegt. 26. Vers sagt es dort, das soll nicht beweisen, dass Gott gerecht ist. Hier ist es. Das soll nicht beweisen, dass Gott gerecht ist und dass heute gerecht macht, der an Jesus glauben. Hier so. Er sagt, das soll zu beweisen. Das soll zu beweisen gehen. Was dann du, das beweisen, dass Gott ist der, was gerecht macht. Was da wir das beweisen, dass wir an Jesus glauben dann. Da wir das beweisen, mit dem, dass wir Leid wiesen, oder mit dem, dass wir rechten dann. Das ist durch dem, dass wir Leid wiesen, dass wir genug wiesen dann. Das hat alle seinen Platz, aber das ist wichtig, dass wir kicken dann, dass wir Leid wiesen dann. Wir sollen Leid wiesen. Immer weiter. Immer weiter. Wir sollen Leid bewiesen. Am Umkehren, müssen wir glauben, dass Jesus unsere Sünden betont hat, dass er für uns gestorben ist, abgestoßen und dass wir dadurch Vergebung haben. Wir müssen uns denken ändern, dass wir ein dankbares Leben führen. Ich erstaune mich, wenn ich das Wort Gottes lese, wenn ich die Apostel und Geschichten lesen, sie werden dankbar, was sie durchgingen. Sie werden dankbar, dass wir ihre Liebe, wir Dankbarkeit. Sie werden dankbar an ihre Troubles, wo sie verfolgt werden. Sie werden dankbar dabei. Das ist, was sie werden. So, wir sollen unseren Denken ändern von religiös zu Freiheit. Was probiere ich damit zu sagen? Religiös ist, wenn wir es nicht gesinnig haben, dann gehört es an der eigenen. Wenn wir es nicht gesinnig haben, dann fehlt es an der eigenen. Dus dort denken Religiösen. So haben die ihre Boxen zum Auswohnen an. Wo er sagt, die Freiheit. Wo wir brauchen die nicht festhalten. Der wird am Sinn leben dann. Wir brauchen die nicht. Wir lassen die Freiheit leben. Wenn jeder Mensch hat seine Freiheit. Wo er kann leben. Wir können alle uns wählen, wo wir leben wollen und können. Wo wir von der du leben das, als du das, als wegen du hast die Freiheit zu wählen. Und vielleicht einmal sagen, wir haben nicht an alles die Freiheit. Einmal haben wir vielleicht wo geschoben. Das kann sein. Aber wir haben die Freiheit, mit dort auch zu tun. Was wir wollen. Gut oder schlecht. Wir können das tun. So, wenn wir wissen wollen, dann müssen wir anders denken. Dann müssen wir nicht die Freiheit denken. Und es steht nicht religiöses. Religiöses, weil Menschen bin. Und ich glaube,
Wenn wir wollen das religiöse Denken loslassen und die Menschen lassen in ihrer Freiheit leben, dann wird wir ab einem sein, wird die Gnade, wird utgegoten sein ab alle Menschen. Dann wird wir sein, wird gnädig Gott ist. Dann wird wir sein, eine Gnade über die. Dann wird wir nicht brauchen, rechten, wir werden so religiös haben zu zielen. Nu lebe ich an der Freiheit. Ich kann mein Leben leben, gerecht. Freiheit kann, wie kann ich das sagen, andere unterschlagen. Aber ich will von der Proben von der positiven Seite zu reden, von Freiheit. Dass wir können so leben in Freiheit, dass ich mich nicht brauche festhalten, wenn der andere Anrecht hat. Wenn der andere Anrecht hat, hält ich mich fest. Hast du mal überlegt? Während der andere der Anrecht, ich halte mich fest, ich bin beschäftigt, oder? So ich wussten kann an Gott, dann halte ich mich lieber fest an den nächsten Sinne. Wir wollen wissen, weil wir halten uns fest an was der Nächste der, und dann steht, dass wir uns vertiefen. Wie an steht, dass wir gehen im Beten, dann da wir lieber viel mehr predigen. Pastor Abe, du weißt von der Sache. Ich mag es nochmal das Wort predigen, das ist nicht so. Wir haben da wieder so Hände schmieren und alles so beschmieren. Ich kann nicht was beschmieren. Ich muss noch was beten. Sie, hör mal an ihr Dach. Wollen wir hier so hingehen. Da ist ein großes Spiel. Hör mal an ihr Dach. Wo gleich ihr das Dollste von was ihr backt hast? Es ist ein Cake. Was ist ein Cake? Das Beschmiersel, das merkt das Scheinschmecken, weißt du nicht? Aber wenn ihr nicht das gebackte habt, den Kiek, wofür würde das halten? So wie man, ich wollte sagen, dass wir wissen, dass wir backen. Wir backen uns was. Wir schaffen darauf. Ich glaube, die kommen mit. Dass wir wollen sein, zu wissen. Und dann denken wir so, wir sind bei diesem Staub gekommen und von hier wieder kann ich nicht. Aber das, wo ich erst, das, wo ich war bleiben. Ich höre eine Geschichte. Sie hatten ein Gebiet. Dort hatten sie 5 stark Gebiet. Aber sie hatten da Reut gemerkt für 10 stark. Die Menschen, wenn die vorbeifahren, die sagen, ein volles Gebiet. Oder wir Reut gemerkt für 10 stark. Ich wollte die sein. Die denken sich so viel wieder, als der kann ich vielleicht auch nicht kommen, als was ich sein von dir. Vielleicht bist du bei der 5. stark von dir gekommen. Ich wollte sagen, die kosten nach Gott bei der 10. Stadt kommen. Wenn die das Ding Grund hast reich gelegt. Sie, wenn die den Grund hast reich gelegt, wenn die den Glauben hast reich gesagt an Jesus Christus, dann hast du noch mehr Möglichkeit zum Wissen. Sie, der Puls, was sie haben angeschmenten in das Fundament gelegt, das wird stark genug, um da können viel mehr wegholen. Und denken sie, mein der kann ich gar nicht, der ich gar nicht. Maar dat kan ik ook niet. Gott hat die Reue gemerkt von mir. Er ist stark, er ist ein starker Gott. Und er hat die Reue gemerkt von mir. Und das fehlt bloß, dass wir das erkennen. Einmal, wenn wir schwören, wir das Gebiet vorbeifahren, sagen, hier kann ich sein, da haben wir schon ein starkes Gebiet. Wird nicht zu sein. Wenn ich das nachbiete, dann kann ich das erkennen, dass der gerade Gebiet, das starke Gebiet, als was ich gedacht habe. Wir können vorwärts kommen in unser Weg. In 1. Korinther Kapitel 2, Vers 1 sagt es dit. Als ich nicht hinkomme, Brüder, den Gott sein Geheimnis weiten zu lassen, deut ich dort nicht mit hohe Wert und große Weisheit. Hier so andenken, er sagt, er kommt nicht Antwort, nicht mit hohe Wert oder mit große Weisheit. Er kommt nicht zu stehen, wo wir nicht. Wegen so haben sie so was lehrt. Er sagt, ich hielt mir Mann den Tür auf, dass ich das nicht weiß, als Jesus Christus den gekreuzigten. Als ich nicht hinkomme, fühle ich mich schwach und flotterig uit Angst. Meine Lehre und meine Predigt wird nicht dadurch, dass ich großartige Wert und menschliche Weisheit braucht. Hier ist es, wo ich von der Kirche nur heran ist. Was sagt er? Eine großartige Wert und menschliche Weisheit braucht. Das in Wirklichkeit, das würde ich Kirche von der ersten Tag noch heran ist. Wenn die nicht so eine Weisheit in Ried gebracht, dann ist der Prediger nicht so mehr so gut. Der soll jeden Mittag so und so lehren. Ne? Was sagt er, wo kommt er? Über das
den Gott seinen Jes mit viel Kraft wirken lässt. Sieh mal, dit ist bewassen passiert. Durch seinen Jes viel Kraft wirken lässt. Gott sein Jes wird viel wirken durch uns, wenn wir wollen uns demütigen, wenn wir wollen uns zu Gott drehen und wirklich dort tun, was er uns zu berufen hat, was wir sollen tun. Wir sollen uns nur Hand geben, dass wir so eine Dinge tun als dort. Er sagt, mit den Jes und viel Kraft wirken lässt. Den Glauben soll sich nicht eine menschliche Weisheit reichen, aber eine Gott seine Kraft. Den Glauben, wenn der darauf aufhängig ist, und dass du was viel Weisheit hier, dann bist du gleich auf. Dann wirst du nicht wissen. Aber wenn du was, die ab dort hält, wo Gott seine Kraft hat und seine Beweisung, dann wirst du wissen. Wenn du was an dort konzentrieren, wenn du was glauben an dort, dass Gott sich was bewiesen und seine Kraft was anteil, dann ja, dann wirst du was sein. Dann wirst du wissen können. Dann wirst du die Worte, so als wir lesen in einem Psalm, dann wirst du diese Worte, das ist der Baum, was an den Riefer geplant ist. Dann wirst du diese Worte, die wirst Frucht bringen, zu alle Zeit. Das wird du dann wirst wollen. Aber nicht durch Menschliche. Sie predigten hier, dass sie wollen glauben. Sie predigten hier, dass sie wollen amtchen. Paulus predigt, Jesus als kein Rader. Jesus, wenn ihr an Jesus wollen glauben, dann wollt ihr gerat sein. Wir glauben an Jesus, sei wir. Glauben wir an seine Wunder? Glauben wir an seine Kraft? Es ist wichtig, dass wir uns fragen, wenn wir nicht glauben an seine Kraft, dann ist uns Glauben. Dann ist du nicht wirklich ein Glauben. Sie wollen halten den Menschen, dass wir der glauben, dass Jesus kann Dinge verändern. Dass wir, dass Jesus kann Dinge verändern. Zu viel will wir Dinge verändern. Weil wir Jesus lassen, die Dinge verändern. Weil wir Jesus lassen. Will ich sagen, dass nicht Jesus durch uns. Wir sind hier so, und Jesus in ihnen steht. Diese Welt, und bitte steht zu mir. Das wird wir hier sein. Hij zegt hier, ze zullen gewoon zich taufen lassen en so wieder. Markus 16, Vers 16 zegt, Jesus schickt uns das. Und das, was sie immer waren, gehen in predigen. Wer der Gleif in gedeiht wird, wird selig werden. Wer aber nicht gleift, wird verdammt. Wer an die gleifst, da wird die gleich mehr. Da wird die gerat. Dann wirst du gerat werden, dann wirst du geholt sein. Dann wirst du nicht mehr bloß ein bisschen was empfangen haben, da wirst du sein Favor kriegen, was er für die Reit hat. Hat jemand an gedacht, wenn es Jesus ging und er ging alle Wege, in der Menschen schrien ut, eine Halb, eine Heilung und so wieder, und sie waren alle geheilt. Wir haben an gedacht, als die früh am Hängeran wird, was al 12 Jahre getrouweld hat mit ihrer Krankheit und hat alles angegeben an den Doktors und wird nicht schlechter auf, als was sie eier wird. Das sagt nicht bloß, dass sie wird gesund geworden, but she was made whole. Und wir haben nicht so eine gute Übersetzung und Dienst, um dort zu Reich erklären. Weil ich will sagen, da wird nicht nur bloß gesund an ihrem physischen Körper geworden, aber sie werden nicht hohl geworden, sie werden nicht herrlich und gerecht geworden, wo wir sie pursue, sie durch Jesus heran. Und dazu wird sie dort empfangen. Sie einmal, wir können Heilung kriegen, aber how about if we are made whole? Wenn wir wirklich dort kriegen, was Gott für uns hat, das braucht wir am heran gehen da. Da wir am heran gehen da. In 2. Korinther 4, Vers 7 sagte, du weh, wenn wir an Christus ist, dann ist er nie ein Mensch. Dort, was er vorher wird, ist er nicht mehr. Er ist nie was nicht geworden. Er ist nie was nicht geworden. Wenn du an Jesus Christus glauben ist, dann wirst du, dann bist du was nicht geworden. Wir denken vierten so. Zum Kuren, nicht so?
Kuren, was wir sehen, dann, wir denken, wenn wir auf der Stab dann, wir dann unsere Sud sehen, das ist keiner, das ist wie. Hast du an gedacht, der Kuren, das hat ihr gestorben, und das kann nie ihr Leben bringen? Der Kuren hat ihr gestorben, und das kann nie bringen. Das kann Leben bringen, sozusagen. Wie man ihr gestorben, zu uns selbst. Wie man ihr gestorben mit Jesus. Und wir können was nicht wollen. Und wir können nie wachsen, Frucht tragen. Sie, wenn es erst wird wie die Frucht, was wird gesät wird. Nee, also wie gesagt, und wir gehen ab, das ist das steht, was wir haben. Wir wachsen ab. Und wenn du es, der hat was gekriegt, das Kuren. Der Sud hat was gekriegt, der hat Fechtigkeit gekriegt, der hat der echte Warmheit gekriegt und so weiter. Und dort wird der echte abgeht. Und dort wird der echte Leben kommen. Das ist wichtig, nie ein Mensch zu sein. Das ist wichtig, dass wir sehen die Wichtigkeit von jeder Wort, was Gott sein wird. Und die Kirche hat das Prost geloten, dass wenn ein Mensch sich bekehrt, der braucht sich nicht hoffen. Jesus sagt, tut Buße, dass jeder einer sich deutlich lobt, dann wird er die Kraft von Heiligen Geist kriegen. Das predigt die 3 Jahre. Ich will Ihnen das sagen. Eltern, das ist wichtig, dass diejenigen Kinder das lernen. Wenn ein Kind sich bekehrt, dass er sich taufen lässt. Das ist wichtig, dass jeder das lernt. Wenn die haben, dass die Kinder sagen wissen, dann lehrt er, dass sie Jesus haben angenommen, dann lassen sie sich taufen und dann wollen sie den Heiligen Geist empfangen. Aus Petrus und Paulus und all die Apostel, die immer aus der Raum reisen, sie werden neugierig zu den Menschen, sie frühen die. Hast du Jesus angenommen? Oh, wir haben es von Johannes gehört, der predigt Buße, die sollen sich umkehren. Und die sagen, well, hier ist Jesus, als sie kommen, das ist der Radar. Und dann leiten sie sich taufen in den Namen Jesus. Und als sie sich heute taufen in den Namen Jesus, Paulus Lede hängen ab und sie kriegen den Heiligen Geist und sie fangen an, in andere Zungen zu reden, sie fangen an zu prophezeien. Sie das fehlt, dass wir das tun, damit wir unsere Kinder und wir als Eltern, dass wir lernen, dass das ist die Kraft von Jesus, dass wir das kriegen, dass wir können prophezeien zu unserer Welt, zu unseren Menschen und so weiter. Das ist, was Gott will. Er will haben, dass wir sollen wissen. Das ist, was wir machen tun. Wir machen nur hier ran sein. Oh, das kann vielleicht weird sein. Oh, wir denken immer kurz an, das wird so fram sein, das wird so awkward sein, das wird so angenehm sein. Aber wenn die, was Jesus kennenlernen, das wird nicht angenehm sein. Wenn die noch nicht als Jesus kennengelernt, dann wird das vielleicht fram sein. Aber ich will sagen, wenn die bist zum Wissen, dann wird das nicht fram werden. Dann wird nicht mal so fram sein für die. Dann wirst du hungrig sein, dann wird immer der Gott haben für die. Dann wirst du hungrig werden für dort. Dann wirst du wählen den Heiligen Geist haben und so weiter. Die wirst wählen, das sind Dinge, was Gott hat freigemacht für seine Kinder. Apostelgeschichte 1, Vers 8, das ist ein Vers, gleich haben wir alle auswendig, nicht? Sag ich, aber wann der Heilige Geist ewig kommen wird, wo ihr Kraft kriegen. Und die wollen meine Zeugen sein. In Jerusalem, Judäen, ganz Judäen, Samaria und über die ganze Welt. Was sagt er? Die Gäste wird über die kommen. Dunamis. Meint er, das ist eine Kraft, diese Kraft wird über die sein. Du hast nicht, diese Kraft, was an die dann ist, der hat nicht Angst, der hat nicht in Zweifel, diese Kraft. Der hat Sicherheit, der hat Berufheit. Das ist, was der hat. Das ist, was der hat. Der hat eine Begeisterung. Diese Kraft, was die dann hast gekriegt, der ist durch, um dort die Versuchungen zu sehen, die kostet die bekämpfen. Der Heilige Geist gibt dir die Kraft, um diese Dinge zu tun. Und der gibt die Ruhe, wo die Dinge kosten, zu überkommen und so weiter. Der gibt die auch wird, was die sagen, was die halten und um die abbiegen und was die Mut geben, wenn die an schwere Tiden bist. Und er will die leiden an all deine Wege. Und er will haben, dass die Kraft soll richtig ran. Wenn die ein Zeugnis hast, was Gott hat getan in dein Leben, das ist Kraft für den nächsten Menschen. Nur still hier ben. Das ist Kraft für den nächsten Menschen. Dein Zeugnis ist Kraft für den nächsten Menschen. Dann ist ein Zeugnis, was er uns hier lässt, wie Kraft für ihn und für mich.
Wat immer ik met God beleven, ik dat wieder vertel, dat is kracht voor de nächste mens. Dat is kracht voor die en voor jullie alle. Dat is kracht. Deswegen moet we vertellen van wat goed God is. Deswegen soll wir ein Wunder sein, wer er ist, eine Erstaunung. Dat wir weten wer er ist. Das wird ja wie lehren, wo wir können wissen und uns an das vertiefen. Weet je, wenn wir waren wissen, dann müssen wir uns einmal Dinge erinnern, wer er ist und wer wir sind. Und ich wollte Ihnen sagen, wenn du Jesus hast angenommen, dann bist du ohne Schuld. Und du hast keine Anklage wie dem Vater, wie die. So tun wir vielleicht wollen die erst verklären, aber Jesus sagt, no, das stimmt nicht. Du bist nicht verklärt worden. Und der andere Ding ist, du bist vollkommen geworden, du bist gerecht geworden an Jesus Christus. Du hast nicht ein Leben, was du keinen Ende hast, eine Ewigkeit. Du bist erwählt, du bist herrlich in your life. Du bist ein Licht, eine Distanz. Du bist Hoffnung. Du hast den Jesus und die Kraft und du kannst dich selbst beherrschen. Das wird der Apostel lehren, wenn du den Jesus Gottes hast, wenn du an Jesus glaubst, dann kannst du dich selbst beherrschen. Du hast eine Kraft an die Bahn. Du bist gerecht. Du kannst prüfen, nach den Thron von Gott kommen. Du kannst prüfen, du kommen. Du kannst an die Dinge freuen, wegen sein Namen, als über alle Namen ist. Du kannst prüfen sein, du kannst froh sein, du weißt, dass du bist gesalbt von Gott. Und dann denken wir vielleicht nicht an, dass wir sind gesalbt von Gott. Und einmal dann glauben wir, oh, nie kann ich das fallen, nie gehe ich an der Salbung, vielleicht, was Gott mir hat gegeben. Nicht? Und dann kommen wir zu einer anderen Stelle von was, und dann denken wir so, okay, wo ist meine Salbung nie geblieben, nicht so? Nie fehlt mir das, nie weiß ich mir nicht so recht trachte passen und so weiter. Das ist wegen, Wissen, das reicht. Wissen, das reicht uns. Reichen ist nicht möglich. Sie wir gleich hier zu bleiben, wo wir sind. Ist das nicht so? Wenn wir wissen, das reicht. Unseren Glauben, das reicht. Das Randy sagt nicht, wir nehmen einen Riss, wir nehmen, wir weiten nicht, was gleich ist, aber wir wählen uns dort. Wir wählen uns, den Riss zu nehmen. Ich habe einen Auftrag gekriegt von Gott. Ich kann wissen an dort. Dinge zu mir. Dat ik zijn einer, der wat im Frieden leben, der een proef, dat de nächste kann im Frieden zu leben. Ich proef dat wieder zu geben. Ich bin in Frieden. Ich bin nicht mehr ein Sklav zu der Sinn, aber ich bin ein Sklav zu der Gerechtigkeit. Ich bin frei von Sinn. Ich bin frei. Ich bin geholt worden. Ich habe genug gefangen. Ich bin in Christus. Ich bin ein Tempel. Ich bin ein Tempel, der Gott, der wohnt an mir. Sein Heiliger Jesus ist an mir. Ich bin ein Tempel von den Heiligen Jesus. Sein Jesus ist an mir und lebt durch mich. Ich bin der, auf den der Herr sich, mit dem der Herr sich einig wird, taub zu schaffen. Ich bin siegreich. Ich bin versöhnt mit ihm an all meine Wege, wo ich gehen darf. Ich bin gerecht. Das sind Lehren, was heute uns geben darf, wo wir können anwachsen. Und das, wo wir können anwachsen. Wenn wir uns das immer weiter repeaten in unserem Gedächtnis, dann fangen wir an zu wachsen, dann fangen wir an begeistert zu werden, dann fangen wir an zu sagen, yes, ich kann. Dann fangen wir an Berufe zu sein. Und ich will uns das sein von dir und all der, was hören, je kann Beruf sein. Je kann Beruf sein. Halt ihr nicht treu von dem, was Gott hat für ihn gemacht. Gott hat ihn so als Alvino, ihr soll sein, dass du bist das Leben, der kam. Und was der lebt an jemand. Der lebt an jemand. Halleluja. Voll je jemand Leben. Voll je jemand, die sind hier so der König, zum hier so regieren auf der Welt, das wäre je sein. Die sind der König zum hier regieren. Die sind der König zum Wiesen, du als Kraft von Jesus Christus. Die sind der. Halleluja. Mir hat das eine Begeisterung, daran zu denken. Und nicht bloß daran zu denken, und du bist zu leben. Zu leben an der Begeisterung. Zu leben
En te weten dat de leefde als aan mij. Ik kon brood zijn. Ik kon brood zijn. Ik ben best brood. Door Jezus. Bless brood. Door life. Bless brood. Door genade. Ik kan best brood zijn dat ik heb genade ervoor. Genade. Merk die kracht van. Jezus heeft het betoeld toen die kracht zal zijn. Door genade. Het is alle door genade. Hij heeft dat gewild toen die kracht brood zijn. Mijn vrouw is van jou niet. En ons alle, wel wie was. Ik wil vragen, als je weer deze gedanken met je huis neemt. En doe om mediteren. Om wassen. Wassen? Wanneer ik en die waren wassen. Er waren anderen komen. Waar ik kan van de vrucht eten. Wat wie er al? En er waren kan bij ons komen. Am schotten zijn. Am schut zijn. Maar wie waren wassen. God leert dat we waren dollar wassen. Nicht bloß een menselijke wijsheid. Aber an der Kraft von Gott. Wassen. Nicht twijfelig sein. Nicht twijfelig sein. Vor dem Himmel. Wir erkennen, dass wir viel mehr kort gekommen sind. Und wir brauchen die nicht genug. Wir brauchen die Vergebung. Wir brauchen dich. Und Dankeschön, dass du dich versorgt hast für uns, damit wir können an dort leben. Von dir bete ich darum. Ich bete darum, Herr. Dass wir ein Verlangen kriegen, zu was. Herr, jetzt sparen uns an, dass wir wassen. Herr, jetzt, ich bete, dass wir wollen vertieft sein am Wassen. Und nicht träge. Herr, help uns. In all die Wege, wo wir sind. In all unsere Areas, dass wir wollen. Die hängen sein, in deine Kraft, in deine Genade, in deine Life, in deine Barmherzigkeit. Und dass ich durch uns demonstrieren, und dass du die wirst beweisen. Und Herr, dass wir beten, so aus der ersten Gemeinde beten, dass du wirst deine Hand ausstrecken und dass du wirst Ticken zum Wunder durch uns tun. Und dass dein Name wird verherrlicht werden. Im Namen Jesus. Thank you, Abe. So, ik wil een klein beetje wat zeggen. Ik heb de beste mama op de wereld. Ik wil niet strijden, I'm right. Vandaag is middagstag en ik val natuurlijk bij een klein beetje wat met daar. Je weet dat alle, we dat niet bij ik had niet gedaan. De starf was uit jong weer, 12 jaar. En in dat jaar, wo ik mijn vroeger, wo mir dem wird fehlen, wir doen nicht. En dan weet je een man, waar hij hem hier stond. En een ding wat mij zeer zaten blijft, zijn vele dingen wat zij voor mij gedaan heeft en sacrificed en met mij te doen heeft. Maar een ding blijft mij zeer zaten en denk ik verder aan. Eigenlijk zou bal te spelen. Any sport, you name it, ik wil me dat leren. Als ik te goed aan zijn, niet te goed, ik wil spelen met passion. En mijn dad had me een baseballbat gekocht, bal, hondje. Mijn vrienden spelen veel baseball.
am Hafen, irgendwo, wir haben ein Fenster in zwei Schild. Aber een dag wir Ball spielen en meine Freunde können den Tag nicht und alles und mir angerot zu sagen. Dann sehe ich mir mal, dass mir viele Freunde, die mein Alter sind und noch mehr, dass wir viel noch kein Ball spielen. Und dann sage ich, ich will mit dir spielen. Ja, Mom, ich wollte bloß. Die sind nicht so gut, denkt einer Fernseher nicht. So nimmt die Zeit, und der Hundje lädt sich den Ball schmieden. Wir haben Stunden verbracht, Catch spielen. Dort sind ich, wo meine Mama mir auf Mutsch mit mir steht. Und von der Tag ich spiele Volleyball. Dat is een ding wat mij zo interesseert. Ze heeft me met tot geholpen. We hebben veel op volleybal gespeeld. En de laatste Weihnachten, wo mijn dad leeft, kocht hij mij een Gitarre. Mijn Walter dan bij de Gitarre laten nemen en hij kocht ons direct een nieuwe Gitarre. Mijn mom geeft niet op. Nur een bot. Mijn dad starf. Zo strooft er nu, wat we waren leren Gitarre spelen. Zo schooft er nu dat ik wil spelen en een dag wil hier op een stage staan en spelen. Die is ganz mich mal mehr. So habe nicht abgegeben. I have the best mom in the world. I love you. Freus, je wil abstimmen, waar we het samen dat Leute singen, Goodness of God. Good.